Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Foot Fantasy Spieler SBC mit Ivan Perisic und wir schauen uns den kroatischen Nationalspieler von Inter Mailand im Detail an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 150 bis 160.000 Coins. Das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt, oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Aktuell ist er 89 bewertet und das Foot Fantasy Event ist ja ein Live-Event, also die Karten können Upgrades bekommen und potenziell sogar 3 Upgrades. Wie das genau ist, das könnt ihr vielleicht auch selber schon erfahren haben, aber ich zeige es nochmal für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen. So sieht das Ganze aus. Wenn ihr euch einloggt, dann habt ihr meistens dann so einen Screen. Zum Kampagnenstart haben wir jetzt hier eine Bewertung von 89 bei Perisic und wenn er in den nächsten 5 Spielen, das gilt aber erst alles ab dem 1. April, 3 Einsätze hat, dann bekommt er schon mal ein Upgrade von +1. Und sollte er in den nächsten 5 Spielen ebenfalls einen Sieg erhalten, bekommt er ebenfalls noch ein Upgrade. Und falls er ist ja ein Angreifer bzw. ein Mittelfeldspieler, ein Tor oder eine direkte Vorlage. Direkt heißt, er muss den Ball schon mit seinem Fuß zum Torschützen geschossen haben und dann bekommt er auch nochmal ein Upgrade und dementsprechend hätten wir hier 90, 91 und dann am Ende eine Bewertung von 92 und ich denke, das wird sicherlich machbar sein für Perisic, der doch die ein oder andere Vorlage schon gemacht hat und auch das ein oder andere Tor, gerade auch für Inter. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal seine Base-Karte an, die er quasi mit dem Erhalt der SBC ja bekommen hat. Wir haben 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Skills, das ist schon mal richtig stark. Die Arbeitsraten sind eher nicht so gut, aber wenn ich mir schon die Stats anschaue, vielleicht muss man den gar nicht auf dem Flügel spielen und Arbeitsraten vielleicht auch ein bisschen überbewertet im aktuellen FIFA-Teil. Und ansonsten, die Karte sieht schon mal richtig gut aus. Ist leider nicht Hullet Gang aufgrund natürlich der Dev-Werte, aber wenn man auch da noch mal ein bisschen nachhelfen möchte, würde ich aber jetzt in dem Fall nicht tun, denn mit 5 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß, und 4 Sterne Skills ist der, glaube ich, offensiv eine richtige Wucht. Ein Flair, Schuss hat er auch noch und Abschluss. Ja, da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen nachhelfen. Ich würde ihn mal vielleicht mit Hawk spielen, vielleicht sogar eine Engine, je nachdem, wie ihr oder wo ihr ihn dann einsetzt. Im Sturm eher ein Hawk, vielleicht auf der 10er-Position oder auf den Flügel, vielleicht mal eher mit einem Engine ausprobieren. Das müsst ihr dann dementsprechend entscheiden. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die SBCs an. Dort haben wir 3 an der Zahl. Es gibt auch ein paar kleinere Packs zurück. Nicht der Rede wert, dafür machen wir es natürlich nicht. Topform ist die erste SBC. Preise nenne ich euch dann natürlich auch. Und hier haben wir folgende Bedingungen. Team of the Week brauchen wir mindestens einen Spieler, ist egal, ihr könnt hier jeden beliebigen 81er hinsetzen, dann könnt ihr euch schon mal ein paar Coins sparen. Teamgesamtbewertung 82, Teamchemie 65 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr könnt alle Teams 1:1 nachkaufen, ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Dann würde ich sagen, legen wir endlich los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 24.000, 23.000 Coins, aber so in dem Dreh, da müsst ihr schon mitrechnen. Taktik-Kopie ist die nächste SBC und hier haben wir folgende Bedingungen. Inter Mailand mindestens einen Spieler, Team of the Week mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 84, Teamchemie 60 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier wollen wir
einmal gemeinsam durchgehen. Let's go! Und damit haben wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hier für ca. 50.000 Coins. Somit kommen wir nun zum Abschluss der SBC von Ivan Perisic. Und hier haben wir folgende Bedingungen. Serie A brauchen wir mindestens einen Spieler, Team of the Week, mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 85, Team Chemie 50 und hier natürlich auch ebenfalls 11 Spieler. Und ein letztes Mal gehen wir hier gemeinsam durch und dann haben wir es geschafft. Let's go! Und damit haben wir alle SBCs erfolgreich abgeschlossen. Für die letzte SBC müssen wir nochmal so circa 82.000 Coins hinblättern. Das soll es gewesen sein. Gerne mal eure Meinung zu dieser SBC und zum Spieler im Allgemeinen. Habt ihr dafür eine Verwendung? Wie seht ihr die Karte? Ich finde ihn bockstark. Er kann ja 92 werden. Die Chancen sind dafür auf jeden Fall gegeben. Sogar sehr wahrscheinlich, dass er zumindest 2 Upgrades erhalten wird. Und also ich finde ihn gut. Vielleicht packe ich ihn mir ein. Muss ich mal schauen. Gerne eure Meinung, gerne auch ein Like oder Kommentar da lassen. Ich würde mich natürlich sehr, sehr darüber freuen. Und gerne auch ein Like hier beziehungsweise ein Abo da lassen. Das ist für euch komplett kostenfrei und somit verpasst ihr keine zukünftigen SBCs mehr. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.